Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Togo Reisemobile. Heute vergleichen wir einen grauen Purcell Road Cruiser mit einem grauen Purcell Road Cruiser. Sie sollen sich fragen, warum? Das erkläre ich euch in dem Video. Wir haben nämlich einmal einen Road Cruiser XL und einmal einen Road Cruiser Revolution. Auf dem Papier sehr nah beieinander, in der Realität doch meilenweit auseinander. Und wo die Unterschiede sind, das schauen wir uns in diesem Video ganz genau an. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Jetzt fragt man sich auf den ersten Blick, warum muss man zwei Autos, die so nah beieinander sind, miteinander vergleichen? Und ich sage euch, genau das ist der Punkt, damit nämlich die Leute, die zwischen den Autos schwanken, genau entscheiden können, bin ich eher der Revolution-Typ oder bin ich eher der XL-Typ? Und ich glaube, dass das zwei sehr unterschiedliche Konzepte sind, die dahinter stecken. Aber das werdet ihr heute nach dem Video selber wissen, was für euch kommt. Wir merken, es wird Winter, es wird Herbst, es wird viel früher dunkel, als wir gedacht haben. Deswegen fangen wir heute mal von außen an, bevor es ganz dunkel wird, damit ihr die kleinen Feinheiten, die jetzt zwischen diesen Autos unterschiedlich sind, sehen könnt. Wir haben hier vorne an dem ersten Kandidaten unserem Road Cruiser Revolution den normalen silbernen Kühlergrill zusammen mit Stahlfelgen von außen. Das heißt einfach die serienmäßige Variante, so wie sie kommt. Die Außenfarbe bei beiden Fahrzeugen ist Grigio Campovolo. Und unser Kandidat in der zweiten Ecke, der Road Cruiser XL, hat die 16 Zoll Alufelgen, die mit dem Maxi-Chassis automatisch mitkommen, wenn man dort Alufelgen bestellt. Und dazu den schwarz glänzenden Kühlergrill, der halt hier schwarz glänzend ist und auch mit den Scheinwerferrahmen in schwarz mit dabei. Ansonsten würde man von außen keinen Unterschied erkennen. Auch ich als Profi kann euch nicht sagen, welcher ist, wenn ich den Aufkleber runterziehen würde. Wenn man von außen guckt, der Revolution hat eine Dieselheizung, das kann man an dem schwarzen Außenkamin dort hinten erkennen. Der XL hat eine normale Gasheizung, das könnt ihr, wenn wir schon dabei sind, dran erkennen, dass er diesen kleinen runden Außenkamin von der Heizung hat. Aber das ist im Prinzip, beide Autos könnte man auch jeweils mit der anderen Heizung haben. Und so kann man wirklich von außen, außer durch die Beschriftung, nicht erkennen, wer was ist. Beide sind 6,36 Meter lang, beide sind 2,89 Meter hoch, beide sind auf dem H3-Kasten, diesem Jumbo-Kasten. Beide haben serienmäßig ein Maxi-Chassis. Beide sehen schick aus und beide sind großartig. Wir sollten gleich reingehen und am besten gucken wir heute von hinten, weil der Unterschied zwischen beiden Autos ist im Prinzip das Konzept der Betten. Wir haben bei unserem Kandidaten, dem XL, vielleicht können wir da gemeinsam gleich mal hingehen, haben wir das so geregelt, dass das ein Auto ist, was sich an richtig große Menschen oder Leute, die richtig viel Platz brauchen oder haben wollen, widmet. Und zwar ist das absolute Alleinstellungsmerkmal des Road Cruiser XL dieses gewaltige Bett hier hinten. Wir verlinken euch oben in der Ecke nochmal die ganz ausführliche Vorstellung vom Road Cruiser XL, wo ihr ganz viele Maße und all solche Dinge mit dazu bekommt. Aber das ist der Punkt, wenn ihr sagt, ich möchte Längsschläfer, ich möchte mehr als 2 Meter Bettenlänge, ich möchte eine riesengroße Stehhöhe, ich will trotzdem einen tollen Stauraum und ich will einen super komfortablen Einstieg ins Bett, dann ist der Road Cruiser XL genau das Richtige für euch. Und jetzt gucken wir rüber zum Revolution und gucken, wann der Revolution das Richtige für euch wäre. Der Road Cruiser Revolution ist für euch genau das Richtige, wenn ihr ein Auto ohne Bett wollt. Naja, nicht ganz. Der hat natürlich auch ein Bett, aber die absolute Alleinstellung vom Road Cruiser Revolution von Purcell ist im Prinzip dieses elektrisch höhenverstellbare Bett. Auch zu dem Fahrzeug haben wir euch natürlich schon ein Video gemacht. Das verlinken wir euch auch unten in der Beschreibung und hier oben in der Ecke nochmal, dass ihr einen detaillierten Einblick bekommt. Aber dieses Auto ist halt wirklich für denjenigen gedacht, der sagt, ich muss regelmäßig sperriges Gut haben. Ich möchte meine sehr hochwertigen Fahrräder oder meine E-Bikes im Fahrzeug drin haben, aber trotzdem Längsbetten oben drauf haben. Das Tolle hier ist nämlich, dass ihr die Betten elektrisch höhenverstellen könnt. Elektrisch in der Höhe verstellen könnt und auf jeder Höhe drauf schlafen könnt. Das heißt, wenn ihr hier einen Roller, die E-Bikes oder sowas drin habt,
dann kann man eben trotzdem jetzt noch oben aufs Bett draufgehen und hat immer noch einen Längsschläfer mit einer richtig tollen Stehhöhe. Ansonsten sind die von der technischen Aufteilung unten relativ ähnlich. Wir haben bei beiden Fahrzeugen links in der Ecke den Gaskasten, mit davor ein bisschen Stauraum und auf der rechten Seite den Frischwassertank und hier hinten zusätzlichen Stauraum. Was der Revolution besser kann oder anders macht als der XL ist, wenn ihr mal Gäste mitnehmen wollt. Also wenn ihr regelmäßig zu dritt oder zu viert fahrt, kann man hier bei den schwarzen Dingern ein Zusatzbett mit einbauen, so dass ihr die Möglichkeit habt, hier unten noch ein zweites Doppelbett reinzuhängen. Und dann kann man wirklich mit 4 Erwachsenen hier hinten quasi in 2 Doppeletagenbetten übereinander schlafen. Denke ich auch eine interessante Lösung und was nur der Road Cruiser Revolution kann. Die Unterscheidung im Stauraum und im Grundriss kann man auch im Bett ganz gut erkennen. Wir haben hier bei dem Revolution, also wir stehen hier am Road Cruiser Revolution, auf der linken Seite eine Bettlänge von 1,96. Ich habe jetzt einfach mal gemessen vom Verdunklungsrollo, was ich hochgezogen habe. Und darunter im Stauraum 1,74 an Ladetiefe sozusagen. Die Höhe des Stauraums brauchen wir hier nicht messen, weil ihr die ja im Prinzip komplett frei variieren könnt. Auf der Seite habe ich das Bett eben auch noch mal gemessen. Da haben wir so ungefähr 1,94. Also hier ist die Beifahrerseite die etwas kürzere. Die Beifahrerseite die etwas kürzere. Bei dem XL auf der anderen Seite ist das Auto, wie gesagt, absolut auf große Menschen angelegt. Das heißt, wir haben hier, und damit wir wirklich einen genauen Vergleich haben, mache ich mal die eine Tür hier zu und ziehe das mal hoch. Hier haben wir auf der einen Seite, auf der Fahrerseite, haben wir 1,96, also tatsächlich genau das gleiche. Aber hier ist der Küchenblock vorne anders angelegt. Und wir haben nochmal zum Vergleich, wir haben eben ungefähr 1,95 gehabt. Hier haben wir vom Verdunklungsrollo bis zur Wand beim Kühlschrank 2,10 Meter. Das ist der Unterschied, wo ihr die Bettlänge habt. Und es gibt ja einfach Leute, ich bin 1,92, lege ich mich auf den Bauch, strecke meine riesen Quadratlatschen noch ein bisschen aus, dann braucht man einfach oft ein bisschen mehr Raum. Und für solche Menschen findet man hier den Raum. Dafür kann ich eben hier das Bett nicht in der Höhe verstellen, sondern im Road Cruiser XL ist die Höhe des Bettes immer die gleiche. Und dadurch ist auch der Stauraum vorgegeben. Hier hinten am Eingang quasi bei der Verstrebung knappe 70 cm. Dahinter als echte Ladehöhe 74 cm. Aber höher geht es eben nicht. Ihr könnt natürlich das Bett hier auch rausnehmen und es als Stauraum benutzen, aber dann könnt ihr nicht mehr schlafen. Und so muss man einfach ganz klar sagen, ich finde tatsächlich dadurch, dass die Gurte weg sind, wirkt das hier hinten alles etwas großzügiger. Aber natürlich habe ich unter dem Bett diesen gewaltigen Stauraum im Road Cruiser XL. Die Frage ist natürlich, wenn das Bett hier 2,10 Meter minus 1,94, 16 cm länger ist als drüben, woher holt der Wagen das mehr an Länge? Weil die Autos ja eigentlich gleich groß sind. Und das schauen wir uns jetzt von drinnen genau an. Bevor wir mit dem Vergleich im Innenraum im Detail loslegen und uns anschauen, wo die Zentimeter hin verschwinden, denkt dran, unter dem Video hier unseren Kanal zu abonnieren und dort auch die Glocke zu aktivieren. Und das Video, was ihr gerade eingeblendet seht, das ist das Video vom Avanti EB von Lastrada. Das ist tatsächlich ein Auto, wenn ihr hohe Stehhöhe haben wollt, dann solltet ihr euch den auf jeden Fall auch anschauen, weil der sich auch an große Menschen richtet, zwar alles anders löst, aber auf jeden Fall auch ein super cooles Auto ist. Und da haben wir schon 2, 3 tolle, lange Videos von gemacht. Schaut euch das also auch auf jeden Fall auch genau an. Und jetzt schauen wir mal, wo der Road Cruiser XL hier die Zentimeter im Küchenbereich und Kühlschrank herholt. Ja, wenn das Bett bis hier hinten 2,10 Meter lang ist, und das Auto trotzdem nicht länger wird, dann müssen wir ja irgendwo den Raum einsparen. Und ich gehe mal davon aus, also der Küchenblock sieht auf jeden Fall anders aus. Richtig nachgemessen habe ich selber noch nicht,
dass das größtenteils im Küchenblock passiert. Wir haben hier, einfach um das mal zu sehen, der Küchenblock so ist 84 cm lang. Wir haben hier natürlich auch, wie wir das von Pössl kennen, die Erweiterung der Fläche. Aber das Ganze ist hier natürlich ein bisschen kleiner. Das heißt, wir haben das schmale Kochfeld mit den zwei Flammenkochern hier. Piezozone haben wir natürlich trotzdem mit dabei, aber auch das Waschbecken ist etwas kleiner. Ich hole mir kurz das Maßband mit dazu. Ich bin gleich wieder bei euch. Ups. Schnipsen lohnt sich bei den kurzen Wegen nicht. Hier ist es so, dass wir als Kochfläche, ich sage einfach mal von der Kante bis dahin haben wir knapp 40 cm und von der Kante bis da 26, eine etwas kleinere, eine etwas größere Kochfläche. Und das Waschbecken hier haben wir 27 mal ungefähr 23 cm. Der Wasserhahn ist hier etwas kleiner und in der Tiefe des Beckens haben wir so 12 cm, würde ich sagen, bis zu der Kante ungefähr. Das ist ein Kochfeld, was alles kann, was aber selbst bei kleinen Autos oft auch nicht viel kompakter ist. Darunter die Schubladen dürften, das werden wir ja gleich im Vergleich sehen, relativ vergleichbar sein. Besteckschublade, hier noch eine zweite kleine Schublade und dann habt ihr die beiden großen Schubladen darunter. Wobei die mir hier fast ein bisschen flacher vorkommt wie drüben, das werden wir gleich noch mal direkt im Vergleich sehen. Und anschließend daran haben wir hier den Kühlschrank. Das ist in diesem Fall ein Tedford Kompressorkühlschrank. Der hat 77,9 Liter Kühlfachvolumen und 6,1 Liter Tiefkühlvolumen, was zusammen 84 Liter sind. Ist das richtig? Ja, das wird stimmen. Steht nämlich drauf, habe ich abgeguckt. Der Kühlschrank ist relativ schmal, schön auf Augenhöhe. Hier oben drüber habe ich ein offenes Fach, wo ich was reinpacken kann. Das heißt, ein Kompressorkühlschrank, der hat eine Nachtabsenkung und solche Dinge mit dabei. Und unten drunter haben wir einen schönen Kleiderschrank, der auch eine Kleiderstange hat. Und das können wir hier vielleicht auch noch mal genau messen. Hier haben wir vom Boden bis zu der Kante 88 cm. Also wirklich ein Schrank, wo man auch mal ein Hemd oder ein Kleid weghängen kann. Und jetzt gehen wir mal rüber und gucken, ob der Küchenblock drüben anders aufgebaut ist. Im Road Cruiser Revolution machen wir uns als erstes auch mal das Licht an, damit ihr auch was sehen könnt. Wird nämlich schon wieder dunkel draußen. Wir haben hier einen etwas größeren Küchenblock. Sieht man schon auf den ersten Blick, weil wir nicht mehr das kombinierte Feld haben, sondern beides getrennt voneinander und auch der ganze Block insgesamt ein bisschen breiter ist. Wir haben hier 92 cm. Das heißt, wir haben im Vergleich zu drüben mit 84 gute 8 cm, die wir hier mehr Raum in der Küche haben. Das sind noch nicht ganz die 14, die uns fehlen in der Bettlänge. Müssen wir gleich mal gucken. Wahrscheinlich ist sogar der Durchstieg noch ein bisschen anders. Das Kochfeld ist das klassische Zwei-Flammen-Feld, was ihr von Pössl kennt. Hier haben wir auch 40 cm, aber hier vorne mit 28 cm etwas mehr Breite. Also da dürfte ein etwas größerer Topf drauf passen als drüben. Und das Waschbecken ist natürlich eine ganze Ecke größer als im XL. Hier haben wir 35 mal 28 cm. Die Tiefe dürfte ungefähr die gleiche sein. Wir haben aber hier einen größeren Wasserhahn. Dadurch, dass die ganze Aufteilung hier oben anders ist, sind auch die Schubladen anders aufgeteilt. Erinnert euch, wir hatten eben hier zwei kleine Schubladen. Hier ist es so, dass wir eine größere Besteckschublade haben. Das ist blind durch das Waschbecken. Und dann haben wir da drunter eben zwei große Stauschubladen. Nummer 1 und die zweite hier unten, die eben eine richtig große, tiefe Schublade ist. Da ist der Unterschied schon groß. Da merkt man deutlich, dass eben bei dem anderen hier noch eine extra Zone mit dabei ist. Bis zur Oberkante hier haben wir 32 cm. Das, was sich dann hier rechts anschließt, ist ähnlich, aber im Detail doch nicht ganz das gleiche. Wir haben auch hier den Kompressorkühlschrank. Das ist genau der gleiche Kompressorkühlschrank von Tedford mit dabei. Das heißt auch hier 84 Liter Volumen mit dabei. Und darunter auch hier ein Kleiderschrank. Der ist hier aber 93 cm hoch. Das heißt, wir haben 5 cm
mehr als im Road Cruiser XL drüben auf der anderen Seite. Jetzt kann man sich fragen, warum das so ist. Ich habe gesehen, dass wir drüben das offene Fach mit dabei haben. Warum Purcell da unterscheidet, kann ich euch tatsächlich nicht genau sagen, weil wir den gleichen Kühlschrank, vielleicht geht es von der Einbautiefe nicht, ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch gar nicht, was ich besser oder schlechter finde. Es ist halt anders. Also kurz zusammengefasst, beim XL haben wir hier oben offenes Fach, dafür ein etwas kleineres Staufach unten. Mir ist gerade noch eine Kleinigkeit aufgefallen, die man eben so im Vorbeigehen, fällt einem das immer gar nicht so richtig auf. Wir haben ja jetzt hier das höhenverstellbare Bett. Wir haben gesagt, das ist ein bisschen kleiner, das ist von den Maßen alles ein bisschen anders. Was im Alltag, glaube ich, aber ein Riesenunterschied ist und auch was ist, was man sich ganz bewusst machen muss, ist, dass der Einstieg hier ein ganz anderer ist. Wir haben hier, wie wir das eigentlich von den Querschläfern kennen, unten die Einstiegshilfe. Das heißt, ich kann da mit einem Fuß wunderbar drauf gehen und dann steige ich ein ins Bett. Das heißt, ich habe zwar einen Längsschläfer, aber das, was oft für die Leute ein Grund ist, längs zu schlafen, nämlich Einstieg etwas komfortabler zu haben, habe ich hier nicht. Dafür habe ich eben den gewaltigen Stauraum. Aber um euch das noch mal kurz nach vorne zu holen, gehen wir noch mal rüber in den Road Cruiser ins XL und gucken, wie man da ins Bett kommen würde. Hier ist es tatsächlich so, guck mal, eben stand ich in der Nasszelle da vorne und konnte nicht weiter nach hinten gehen. Beim XL habe ich die 2 Stufen, die ich hier nach hinten hochgehen kann. Und dadurch habe ich einen Einstieg, dass ich mich aufs Bett setzen kann und einfach nach hinten umfallen lassen kann. Dazu gewinne ich kleine, aber feine Staufächer hier in der Trittstufe. Da unten natürlich auch nochmal. Und die Trittstufe ist auch komplett rausnehmbar. Also wenn ihr mal was Langes durchladen wollt, dann könnt ihr das natürlich auch machen. Da, wo wir bei dem Revolution drüben den ganzen Stauraum hinten für Fahrräder und sonstige Dinge zur Verfügung stellen, haben wir hier noch ein echtes zusätzliches Fach mit dabei. Insgesamt würde ich also sagen, hier wirkt es etwas großzügiger. Und drüben ist es wahrscheinlich von dem, was man nutzen kann, ein bisschen mehr, was man ausnutzen kann. Auf der Fahrerseite haben wir ja eben schon, bevor wir darauf, vielleicht nochmal einen Blick hier rum. Dadurch, dass wir nicht so viel Rücksicht auf höhenverstellbares Bett nehmen können, haben wir hier umlaufend deutlich größere Schränke und auch mit den offenen Ablagen hier drunter viel mehr Raum, wo man Sachen mal eben verschwinden lassen kann. Das ist beim Revolution, weil da ja eben die Idee ist, so viel Höhenverstellbarkeit des Bettes wie möglich zu haben, deutlich weniger Raum, wobei ich aus eigener Erfahrung, als wir mit dem Revolution unterwegs waren, weiß, dass die Fächer ausreichen. Und wenn ihr, was ihr in der Regel seid, zu zweit unterwegs seid mit so einem Auto, dann ist sowieso mehr als genug Stauraum. Als wir Betten vorhin gemessen haben, haben wir ja gesehen, die Seite des Bettes hier ist im Prinzip die gleiche. Dementsprechend sind da auch keine riesengroßen Unterschiede zu erwarten. Wir haben hier, guck mal, da könnt ihr jetzt wunderbar reingucken, wenn ihr um die Ecke guckt. Wir haben bei beiden, ach, das ist ja praktisch, kann ich von hier doch noch am Gespräch teilnehmen. Hervorragend. Also, wir haben bei beiden Fahrzeugen eine normale Tedford Kassettentoilette. Ihr habt das Waschbecken mit dem rausziehbaren mit der Duscharmatur, das Außenfenster in der Wand dort und dann, damit ihr da einen Blick reinwerfen könnt, hier, und das ist auf der anderen Seite nochmal genau das gleiche, richtig schöne Fächer mit dabei. Auch das, guck mal, da kann ich, wie praktisch, so rum habe ich das noch nie gesehen. In der Dusche, beide Autos eint ja diese unglaublich coole Stehhöhe. Ich denke, da merkt man immer wieder Körperhaltung, tief einatmen. Jetzt mit Schuhen auf dem Brett habe ich immer noch in der Dusche richtig viel Stauraum. Die Nasszelle ist aber bei beiden Fahrzeugen an derselben Stelle, in derselben Technik, mit derselben Ausstattung. Beide Fahrzeuge, wir sind ja jetzt schon 3-4 Mal hin und her gesprungen, haben das Holzdekor Elegance, das heißt in diesem Dakota Eiche, so heißt das bei Purcell, Dekor mit den, wenn du einmal da hochschwenkst, weiß glänzenden Oberflächen hier vorne und den chromfarbenen Griffen. Und in der Sitzgruppe haben beide hier auch die große Ablage. Wir schauen jetzt nochmal, gucken mal, was ihr hier seht. Hier habt ihr den Polsterstoff Silver. Das ist der optionale Stoff, den man haben kann. Ich finde, es macht sich hervorragend zu diesem Holz. Und wir schnipsen uns jetzt noch ein letztes Mal rüber in den Road Cruiser Revolution auf die andere Seite und gucken, wie der Serienstoff aussieht. Ab geht's! Und so sieht der Möbelbau Elegance mit dem Serienpolsterstoff Marais aus. Ich finde, das passt auch beides. Das hier ist also optisch gefallen mir beide. Von der Haptik sind es zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe. Hier oben das dunklere ist so eine Art Kunstleder, während das bei dem Silver ja wirklich Stoff ist.
Ja, also ihr könnt grundsätzlich sagen, während ich mir das hier mal gemütlich mache in der Sitzgruppe, ihr könnt grundsätzlich natürlich sagen, sowohl der XL als auch der Revolution sind Fahrzeuge, die von den Abmessungen im Prinzip sehr nah beieinander sind, sich aber eben an komplett unterschiedliche Menschen wenden. Bei dem Revolution hier einfach das absolute Stauwunder mit ganz viel tollen Features und vor allem eben dem elektrisch höhenverstellbaren Bett, der riesen Stehhöhe und auch hier mit 1,96 und 1,94 ja durchaus große Betten. Beim XL drüben auf der anderen Seite ist wahrscheinlich das immer wieder, auch wenn man es gelangweilt nochmal sagen muss, 2,10 Meter lange Bett, etwas, was ihr im Kastenwagen meines Wissens momentan kein zweites Mal findet. Das kombiniert mit der Stehhöhe von über 2 Meter ist eben für die Riesen unter euch genau das richtige Auto. Und dafür finde ich, hat er ein tolles Raumgefühl und da passt vieles zusammen. Ihr erkauft euch das eben mit einem etwas kleineren Küchenblock, einem etwas engeren Durchstieg und einer etwas kleineren Kochfläche. Ja, wie wirkt sich das Ganze wirtschaftlich aus? Hilft euch das bei der Entscheidung zwischen beiden Fahrzeugen? Können wir mal gucken. Beide Fahrzeuge stehen hier als Fiat mit 160 PS. In dem Fall haben beide auch Automatik mit dabei. Der Road Cruiser XL kostet mit 160 PS als Fiat mit Maxi-Chassis im Grundpreis 46.699 €. Preisliste Modelljahr 2021, 16% Mehrwertsteuer. Das ist ja fast wie der Beipackzettel für Risiken und Nebenwirkungen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Und der Road Cruiser Revolution kostet ebenfalls mit 16% Mehrwertsteuer in der Preisliste 2021 47.999 €. Das macht, wenn ich richtig rechnen kann, 1.300 € Differenz. Die 1.300 € Differenz kann man ja auch relativ einfach nachvollziehen. So ein elektrischer Hubmechanismus dort hinten ist sicherlich auch was ein paar Euro kostet mit Umlenkpunkten, Motoren und all solchen Dingen mit dabei. Welcher euch davon am besten gefällt, würde mich interessieren. Schreibt das doch einfach mal in die Kommentare mit rein. Was ist euer Favorit? Oder wollt ihr ein Auto mit viel Stehhöhe und einer ganz anderen Idee? Wir haben nämlich noch einen dritten Wagen mit dem hohen Fiat im Programm. Das ist der Lastrada Avanti EB. Auch dort werdet ihr als große Menschen glücklich, aber Lastrada löst alle Dinge im Detail so unterschiedlich, dass es keinen Sinn macht, jetzt zu gucken, wo sind die einzelnen Unterschiede, sondern es ist sowohl preislich als auch ausstattungstechnisch ein ganz anderes Auto und in der Regel schlägt euer Herz für das eine oder für das andere. Wir haben aber den Avanti EB natürlich in verschiedenen Videos schon mega ausführlich vorgestellt. Auch da verlinken wir euch nochmal das Video. Dort seht ihr einfach, was der Wagen anders macht und schaut euch das einfach mal im Detail an. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen dazu beitragen, die Unterschiede zwischen Revolution und XL in dem Road Cruiser Bereich von Pössl aufzuklären. Hoffe, ihr habt ein paar neue Erkenntnisse dazu gewonnen. Ich habe das auf jeden Fall. Wünsche euch viel Spaß bei unseren anderen Videos und wir freuen uns auf euch bei uns. Bis bald und schöne Grüße aus Stowe.